Na? Wo ist er? Red. Und was? Was du hier machst? Ich bin schon länger unterwegs und wollte fragen, ob ich mich ein wenig aufwärmen darf und vielleicht einen Schluck Kaffee haben kann. Dann bin ich auch schon wieder weg. Kaffee? Wer zum Teufel bist du? Mein Name ist Jack Nikoti. Noch nie gehört? Ich bin Jäger. Ich komme aus der Gegend hier und dich sehe ich zum ersten Mal. Ich kenne hier nicht so viele. Verbringe viel Zeit im Wald. Du bist du auch ein Mann? Die Fragen stelle ich hier. Entschuldige, ich wollte nur wissen, mit wem ich spreche. Oder soll ich vielleicht einen Namen erraten? Also wenn du das schaffst, kannst du eine Tasse haben. Das ist schwierig. Ich will es mal versuchen. Du bist hier ganz alleine ohne Pferd. Du siehst ein wenig gehetzt aus. Ich sehe außerdem 2 gut gefüllte Säcke. Wenn ich mich nicht täusche, verwendet die Postkutschengesellschaft so ähnliche. Könnten sicher um die 5000 sein, wenn nicht mehr. Wir befinden uns weit oben im Norden. Also es gibt nicht viele Menschen mit dem Mut und mit der Leidenschaft, eine Postkutsche auszurauben in dieser Gegend. Aber könntest du vielleicht diese berühmt-berüchtigte Pete Parker. John Parker verflucht. Pete ist mein kleiner Bruder. Ah ja, Johnny Boy also, der andere. John Parker, nicht Johnny Boy. Entschuldige, ich wusste ja nicht, dass dir der Name nicht gefällt. Das ist mein Spitzname. Und wie hast du den bekommen? Den hat mir ein Sheriff verpasst, den ich abgeknallt habe. Dieser Sheriff wollte mir und meinen Jungs was vorschreiben. In der Stadt, in der wir waren, gab es ein Schusswaffenverbot. Natürlich hielten wir uns nicht daran. Eines Tages im Saloon kam er auf uns zu und hat meinen kleinen Bruder Pete einfach so eine verpasst. Und wenn du nicht unsere gottverdammte Mutter bist, die Pete eine verpasst, dann bist hin. Ich schoss ihm beide Kniescheiben weg. Er ging zu Boden, ich trank mein Glas leer und ging zur Tür. Da zückt dieser Bastard doch tatsächlich noch seinen Revolver. Was hätte ich machen sollen? Entweder er oder ich. Also schoss ich ihm noch die Eier weg. War echt amüsant, wie er so dalag in seinem Blut, ohne Knie und ohne Eier. Hilfe! Hilfe!
Und weil ich ein guter Mensch bin, habe ich ihn von seinem Leid erlöst. Der Name, den du vorher erwähnt hast, erinnert mich immer an diese Geschichte. Und ich denke nicht gern daran zurück. Also nenne mich nie wieder Johnny Boy. Ich glaube, die Geschichte habe ich schon mal gehört. Dürfte ich jetzt einen Kaffee haben? Für einen Niemand aus dem Norden hast du aber viel gehört. Die Leute reden viel. Was jagst du? Wilde Tiere. Was ist das für ein Wild? Ein Reh. Noch ein Jungtier. Schau es dir ruhig an. Na, wie fühlt sich das an? Ha? Du bist der verdammte Jack. Ich hab mir den Kopf gerissen. Ja, ich bin der verdammte Jack. Und im Gegensatz zu dir mag ich meinen Spitznamen. Na los, mach's nur. Mein Bruder wird sich dafür umbringen. Ah, mein Bruder wird mich dafür umbringen. Mein Bruder wird dich dafür umbringen. Scheiß drauf. Weißt du was? Ich erzähle jetzt eine kleine Geschichte. Und du wirst mir gut zuhören. Weißt du, dass ich den kleinen Pete heute schon getroffen habe? Du dieser Bastard, was hast du denn gemacht? Das war direkt nach eurem Überfall auf die Postkutsche. Als ihr euch getrennt habt, bin ich ihm gefolgt. Und weißt du, was ich dann getan habe? Er hat mich angefleht. Er hat mich wirklich, wirklich angefleht. Aber weißt du, was ich getan habe? Ich habe ihm die Kniescheiben weggeschossen. Ja, ich habe es ihm genauso zerschossen wie du damals, meinem Bruder Tom. Du weißt schon, der Sheriff aus deiner kleinen Geschichte. Das war dein Bruder? Ja, Tom und ich waren Brüder. Ich habe mir damals geschworen, dass ich euch zur Stärke bringen werde. Ich habe euch gesucht, aber nirgends gefunden. Ich hatte schon Angst, dass ich euch nie wiederfinden werde. Aber der Überfall auf die Postkutsche hat mir geholfen. Ich wollte dir eigentlich deinen ausgebluteten Bruder vor die Füße legen, damit du leidest. Damit du genauso leidest wie ich damals. Aber weißt du was? Scheiß drauf. Weißt du was? Zeit. Halt alle gut.
Erinnerst du dich, Pete? An jenen kalten Winter, als der Schnee unsere Hütte einschloss und wir gefangen waren in einer riesigen, eisigen weißen Welt. Er war so endlos. Du warst winzig, aber schon so groß im Unfug machen. Mutter ist kaum hinterher. Fast wärst du im Kamin stecken geblieben. Freiheit! Ich will raus in den Schnee! Immer musste man auf dich aufpassen. Was hättest du dort draußen gemacht? Hm? Sag es mir. Du antwortest nicht. Dein Ticken hat aufgehört. Ich muss schon zugeben, als ich die Nachricht meines Urgroßvaters erhalten hatte, habe ich jemand anders erwartet als Sie. Die Überraschung ist doch der beste Freund der Wissenschaft, nicht wahr? Ich würde sagen, es ist die Neugierde. Ja, definitiv die Neugier. Das ist auch der Grund, warum ich Sie eingeladen habe. Und ich dachte, der Grund wäre das Zusammentreffen der Familie. Wo sind die schönen Werte unserer guten alten Zeit? Ich wollte es Ihnen einfach persönlich sagen. Das, was Sie hier vorhaben, das ist nicht möglich. Und wenn es jemand wissen muss, dann ich. Bücher wissen. Ich muss sagen, ich bin ein wenig enttäuscht. In unserer Familie wurde seit jeher die Praxis der Theorie bei weitem vorgezogen. Sparen Sie sich die Mühe. Haben meine Kollegen Sie engagiert? Die würden alles dafür tun, mich von meiner Forschung abzuhalten. Aber Sie müssen verrückt sein zu glauben, dass ich das zulasse. Oder Ihnen glaube. Verrückt. Verrückt ist so einiges. Wahrscheinlich sogar das meiste. Warum sollte ich da eine Ausnahme sein? Ich brauche Ihre Hilfe, um die Uhr zu reparieren. Welche Uhr denn? Die Uhr, mit deren Hilfe ich durch die Zeit springen kann. Ich sag's Ihnen gerne nochmal, das ist nicht möglich. Ein paar Stunden springt sie, aber
Sie transportiert mich bei weitem nicht mehr so weit zurück wie früher. Einst konnte sie so viel mehr. Es gibt etwas sehr Wichtiges, das ich in meiner Zeit erledigen muss. Helfen Sie mir. Bitte. Ich brauche Ihre Hilfe. Alleine schaffe ich es nicht. Ich würde Ihnen wirklich gerne helfen, aber Sie können eine der berühmtesten Physikerinnen werden, die die Menschheit je gesehen hat. wer sagt denn, dass ich das überhaupt will? Was wollen Sie denn? Ich will, dass Sie auf der Stelle mein Haus verlassen. Da ist die Tür. Soll ich das Haus immer noch verlassen? Wie oft musstest du eigentlich die Uhr zurückdrehen, damit das passieren konnte? Nicht so oft, wie du vielleicht denken möchtest. Ja, klar. Im ersten Moment will man unbedingt ein unangenehmes Gespräch mit einem vermeintlich Wahnsinnigen verlassen und im zweiten liegt man dann mit ihm im Bett. Wenn ich nicht an die unbegrenzten Möglichkeiten der Wissenschaft glauben würde, dann käme es mir fast vor wie, Magie. ja, Diese Zeit hat einiges an Magie verloren. In dieser Zeit finden alchemistische Prozesse statt. Die Technik erschafft Möglichkeiten, die ich mir vor 100 Jahren nicht mal hätte ausdenken können. Das sind Wunder. Wunder, verstehst du? Und dennoch, die Menschen sind blind für diese Magie. Außer du. liegt wohl in der Familie. Wenn wir es schaffen, diese Taschenuhr zu reparieren, dann können wir die Welt so gestalten, wie wir wollen. Dann wäre alles möglich. Wir könnten Kriege verhindern und Ungerechtigkeiten stoppen. Wir können die Welt verändern. Wir können den Menschen beweisen, dass alles möglich ist. Alles. Wow. Wow. Was? Dieser Verrückte, dieser Wahnsinnige, hat er dich tatsächlich aus dem Leben gerissen? Es kommt mir vor, als wäre es gestern gewesen, als wir die Postkutsche ausgeraubt haben. Der Kutscher war ganz erstaunt über deinen Faustschlag. Und ehrlich gesagt, Pete, ich war auch überrascht. Wo hast du das gelernt? Es gibt noch so vieles, was ich dir erzählen möchte. John.
Ihre Stimme. Deine Stimme, Bruder. Ich kann sie immer noch hören. Sie dröhnt wie ein Gewitter im Meer. Deine letzten Worte, die du zu mir gesagt hast, bevor du gestorben bist. Ich kann sie nicht vergessen. Ich habe geschworen, dass ich diese beiden Hurensöhne jagen werde, bis sie die Erde mit ihrem Blut vollgesogen hat. Ich werde alle Bluthunde dieser Welt auf sie hetzen. Ich werde sie jagen, 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 bis zum bitteren Ende. Weißt du, ich freue mich auf den Moment, wenn sie winselnd vor mir auf dem Boden knien und um ihr elendes, nutzloses Leben flehen. Ich habe deine Worte nicht vergessen. Ich werde Rache üben. Ich werde da sein. Ich werde mein Versprechen halten. Du kannst dich auf mich verlassen. Ich war nie ein Mann der Rache. Ich habe nie viel verlangt. Ich war loyal, bescheiden, tapfer. Und das Einzige, was gut ist, was schön ist in meinem Leben, das nimmt man mir. Was du machen?
hast also meinen alten Freund gefunden. Alter Freund? Der Kerl sieht aus, als wäre er sterbenskrank. Sterbenskrank. So etwas in der Richtung, ja. Dann müssen wir ihm helfen. Das habe ich schon. Indem ich ihn hierher ins Jahr 1979 gebracht habe. In seiner Zeit wäre er längst gestorben. Aber er braucht medizinische Hilfe. Er braucht was Richtiges zu essen oder zumindest eine Decke. Das bekommt er alles. Vertrau mir. Warum hast du ihn gefesselt? Zu unserer Sicherheit, mein Kinder. Du hast nicht gesehen, zu welchen Dingen er in der Lage ist. Der schwache Kerl. Hilf mir. Hilf mir. Hilf mir. Hilf mir. Du willst ihm gar nicht helfen, oder? Hilfe ist ein sehr dehnbarer Begriff. Nur naive Menschen glauben, man könne andere wirklich retten. Also hilfst du ihm nicht? In gewisser Weise schon. Oder glaubst du mir etwa nicht? Doch. Natürlich. Wow. Was ist passiert? Das heißt, Hier wirst du ihn nicht finden. Steck den ein, einsamer Wanderer. Komm schon, du hast mir zu gehorchen. Du sollst dich nicht amüsieren, Bastard, sondern helfen, wie Jana sagen würde. Deiner kleinen Retterin wird es gefallen, wenn wir alle eine große Familie wären. Aber dazu musst du mir helfen. Ich weiß nicht, wie diese edle Uhr repariert wird. Ich weiß nicht einmal, wie ich in diese gottverdammte Zeit gekommen bin. Ich glaube dir. Niemand übersteht meine Wahrheitsfindungsmethodik mit noch einem Hauch Lüge in seinem Körper. Du Bastard. Du hast mich gefoltert. Nicht einmal daran erinnere ich mich. Das passiert in der Zukunft. Bin ich ja beruhigt?
Ich weiß, du hasst mich, kleiner Pete. Ich wäre erschüttert, wenn es anders wäre. Aber bedenke, wenn wir diese Urlichter reparieren können, sind wir beide für immer in dieser Zeit gefangen. Deinen kleinen toten Bruder kannst du da doch auch nicht mehr retten. Bleiches Maul, was denn? Lass ihn in Ruhe! Das ist immer noch mein Haus. Ist in Ordnung? Ja. Ist weh? Ich bin schlimmer als gewohnt. Kann ich dir was bringen? Nein. Geh bitte. Geh, weil sonst tut dir der auch weh. Geh bitte. Geh. Jack. Ich bin Physikerin mit doppeltem Doktortitel. Den ganzen Tag plane ich mich mit Männern rum, die denken, ich werde für die Forschung nicht geeignet, nur weil ich eine Frau bin. Und? Was interessiert dich die Meinung von anderen? Deren Meinung interessiert mich nicht, deine aber schon. Und du denkst auch, du kannst mich mit lauwarmen Ausreden bezüglich Pete besänftigen. Was hat er dir denn angetan? Er hat nichts getan, er ist ein alter Bekannter. Ein alter Bekannter, den du festhältst und quälst. Du verstehst nichts von meiner Zeit. Was hast du denn mit ihm vor? Das habe ich doch schon gesagt. Sag mir die Wahrheit. Bitte, du kannst mir doch vertrauen. Er muss sterben. Muss er das wirklich? Ja. Es gibt keinen anderen Ausweg. Es gibt vieles, das du nicht weißt. Weil du es mir verschweigst. Du würdest es nicht verstehen. Probier's doch einfach mal. Mein Bruder. Er war ein feiner Mensch. Eine Seele von einem Menschen. Er war anders. Er war gutherzig und freundlich. Vielleicht auch ein wenig naiv. Pete, er erinnert mich an ihn. Du hast einen Bruder. In deiner Zeit? Ich hatte einen Bruder, bevor John ihn getötet hat. John. Dieser Bastard John ist Petes Bruder. Und deswegen muss er dabei sein. Wobei dabei sein. So sollst du geben Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn,
An Hand um Hand, Fuß um Fuß, Brandmal um Brandmal. Ja, okay, du willst danach. Ja, okay. Dann räch dich an John. Aber lass doch deinen Hass nicht an Pete aus. Du hast mir überhaupt nichts zu sagen. Du brauchst meine Hilfe. Du bist auf mich angewiesen. Dieser Bastard John hat mir das Einzige genommen, Pete, das ich... passiert nichts. Und das ist eine Bedingung. Versprich's mir. Ich verspreche es. Sie funktioniert nicht mehr, nicht wahr? Wer bist du und wieso verfolgst du mich? Ich bin eine alte Bekannte, John. Mein Name ist Iona. Erinnerst du dich? Und du verfolgst mich. Seit langer, langer Zeit schon. Was passiert mit mir? Du gehst, du atmest, du isst. Ich weiß nicht, wo ich bin. Nein, ich weiß, wo ich bin. Ich weiß nicht, wann ich bin. Ist es wichtig? Für mich ist es wichtig. Mein Bruder Pete. Ich erinnere mich an seinen Tod, aber sein Grab ist leer. Und ich weiß, dass Jack der Verrückte etwas damit zu tun hat. Da war ein Kampf. Und weiter? Das weiß ich nicht genau, das ist ja mein Problem. Ihr Menschen seid sonderbare Wesen. Immer wollt ihr alles wissen. Lass mich dir eine Geschichte erzählen. Sag mal, hörst du schlecht? Ich habe keine Zeit für irgendwelche Märchen. Oh. Wer keine Zeit mehr hat und keine Muße, Geschichten zu hören, der darf sich nicht wundern, wenn sein Leben in Dunkelheit gehüllt ist. John, ich habe das Problem gelöst. Das Paradoxon verschwindet, wenn wir eine nichtlineare Logik anwenden. Dadurch verändern wir alle unsere Berechnungen. Bald schon werden wir wieder durch die Zeiten reisen können. William Parker. Iona, komm zurück. Wieso hört diesen Moment nicht auf zu blühen? Warte auf Jack. Au! Keine Sorge. Wenn er an seiner Uhr arbeitet, dann bekommt er nichts mit. Er ist wie besessen. Jack ist genial. Du bist genial. Bücher wissen. Ich habe noch nie so eine Frau wie dich kennengelernt.
In meiner Zeit gibt es solche Frauen nicht. Doch. Diese Frauen gibt es auch in deiner Zeit. Überseht sie nur. Entschuldige bitte. Ich habe einfach manchmal das Gefühl, auch in dieser Zeit übersehen zu werden. Dass das, was ich sage, weniger wahr ist, nur weil ich es mit einer weiblichen Stimme ausdrücke. Jack auch. Er braucht mich, aber er sieht mich nicht. Ich sehe dich. Ich sehe, wie dieses magische Licht auf dich herabfällt, sich in deinem Hals schlummert. Ich sehe deinen klugen Kopf, der über so viele Bücher brüllt. Und deine zarten Hände, die so viel von der Medizin verstehen, sich so liebevoll über mich kümmern. Während ihr hier rumgetottelt habt, habe ich die Uhr repariert. Deine letzte Stunde ist geschlagen. Ist das möglich? Du bist zurück. Endlich. Endlich. Was für ein interessantes Wort. Hast du darüber schon mal nachgedacht? Bitte. Keine Spielchen mehr. Wie schade. Ich habe diesen Brief gefunden. Er ist von meinem Vater und er ist datiert. Das muss ein Fehler sein. Bist du jetzt bereit für eine Geschichte? Endlich? Ja. Hört, hört. Der ernsthafte John findet nun doch ein wenig Zeit. Also, mein Lieber, hör gut zu. Es waren mal ein begabter Uhrmacher und ein brillanter Alchemist. Sie waren die besten Freunde. Gemeinsam fanden sie heraus, wie sie die Zeit, ihren größten Widersacher, mit einer gewöhnlichen Taschenuhr einfangen konnten. So vermochten sie die Zeit nach Belieben zu verändern. Sie zogen mit ihren Ahnen in den Krieg, tranken Wein mit ihren Nachfahren und konnten alle Erkenntnisse der Zukunft in ihren klugen Köpfen versammeln. 2 Uhren waren hergestellt worden. Doch wie es so oft ist bei jungen, eifrigen Männern, kam es schon bald zu den ersten Unstimmigkeiten. Jeder der beiden wollte nun die 2 Uhren für sich allein. Ihr Verstand, verwirrt von den vielen Zeitsprüngen, wusste keine Lösung, und so kam es bald zu einem bitteren Streit. Bei diesem Kampf tötete der Uhrmacher den Alchemisten und gab schließlich die Taschenuhren seinen 2 Söhnen. Ich verstehe nicht. Du kannst es nicht verstehen. Darum geht es auch nicht. Mit der Zeit zu spielen hat Konsequenzen, John. Die Menschen sind eine lineare Zeit gewöhnt. Ihr Verstand ist noch nicht dazu bereit, aus der Zeit zu fallen. Weißt du, wo mein Bruder ist? Ja? Sag es mir. Nein. Iona, sag es mir, bitte. Ich gebe dir alles, was du willst. Geld. Willst du Geld? Es gibt nur eine Sache, die du mir geben kannst. Doch sie ist nicht von materiellem Wert. Alles, was du willst.
Bring mir die zweite Uhr, die Jack der Verrückte an sich genommen hat. Die Taschenuhr? Ja, Aber was willst du mit der Taschenuhr? Du, die so frei in den Welten herumspringen kann. meine Wünsche sind meine Angelegenheit. Schon gut. Bring mir die Taschenuhr. Ich bring sie dir. Und jetzt hilf mir. Eigentlich habe ich dir schon genug geholfen. Ich weiß nicht, was passieren wird. Die Geschichte kann sich in unendlich viele Richtungen entwickeln. Ich kann es leider nicht beeinflussen. Bist du bereit? Ja. Schließ deine Augen. Pete! John! John! Hilfe! Lauf weg! Das heißt, seine letzte Stunde abgeschlagen. Du hast mir versprochen, dass dir nichts passiert. Wie oft ich die Zeit zurückdrehen musste, um Liebe zu verändern. Wisst du was? Du mies, verliebter, dreckiger. Nein. Nicht jetzt. Der Junge wird sterben. So oder so. Willst du einen entscheiden oder viele? Wenn du willst, was du begehrst, musst du nach meinen Regeln spielen. Oder? Ich muss ihm helfen. Sei geduldig. Geduldig? Wie soll ich geduldig sein nach dem, was ich gerade gesehen habe? Es ist bald soweit. Es liegt nicht in meiner Hand. Vertraue. Dir vertrauen? Nicht mir. Einfach vertrauen. Ich wüsste etwas Schönes, wie wir uns die Zeit vertreiben könnten. John. Die Leute sagen über mich, ich sei nur eine Illusion. Willst du dich nicht vom Gegenteil überzeugen? Ich muss die Uhr präparieren. Es ist Pete's Uhr. Du wolltest mir doch helfen, oder? Ich muss gehen. Wie lange sind wir schon hier?
Ein paar Jahre. In deiner Denkweise. Ist das möglich? Nicht verstehen. Vertrauen. Leb wohl. Jona, warte. Gib mir noch einen letzten Hinweis, bitte. Du hast die Uhr schon so viele Male repariert, auch wenn du dich nicht erinnern kannst. Vertraue einfach. Das Paradoxon verschwindet, wenn wir eine nichtlineare Logik verwenden. Dadurch verändern sich all unsere Berechnungen. Eine nichtlineare Logik. Es ist der Winter. Er dauert schon viel zu lange. Pete, in welcher merkwürdigen Zeit bist du hier gelandet? Pete, Hallo, Johnny. Wolltest du uns überraschen? Da sind wir dir zuvor gekommen. Deine Waffe. Gib sie her. Sonst ist ihr tot lange, bevor du Paradox sagen kannst. Sicher? Hm? Meine Uhr ist gerade rechtzeitig fertig geworden, um bei meiner ersten Reise in die Vergangenheit festzustellen, dass du nicht mehr in deiner Zeit bist. Da blieb uns nichts anderes übrig, als zu warten. Ihr habt gewartet. Glücklicherweise hat uns der kleine Pete die Zeit vertrieben, indem er immer wieder seine kläglichen Hilferufe durch das Raum-Zeit-Kontinuum geschickt hat. Man kann viel mit diesen Uhren machen. Man kann nach vorne reisen, nach hinten springen, Dinge immer und immer wieder erleben. Aber eines kann man nicht. Den Tod überlisten. Es ist der Tod. So ähnlich. Aber lebendig genug, um das hier zu spüren. Bleib sitzen, sonst geht es dir genauso. Komm, fahr. Tschüss.
dachte, es wäre ein Traum. Ich dachte, du wärst nur ein verrückter Albtraum. Verrückter Albtraum. So hat mich lange niemand mehr genannt. Was hast du mit meinem Bruder gemacht? Während du im letzten Jahrhundert vor dich hingejammert hast, habe ich ihn gerettet. Du hast mich gerettet. Du hast ihn abgeknallt. Abgeknallt, angeschossen und hierher gebracht, also gewissermaßen gerettet. Du bist krank. Jetzt weiß ich's wieder. So lange geht das schon hin und her. Du hast es immer übertrieben. Übertrieben? Du hast doch meinen Bruder zuerst getötet. Jetzt sei doch kein Spielverderber, Johnny Boy. Du hast doch noch gar nicht gesehen, was ich mit ihm machen werde. James. Ah, ich Unhold. Ich habe völlig vergessen, euch vorzustellen. Jana, meine liebreizende Enkelin, John Parker, der Hurensohn, der meinen Bruder getötet hat. John Parker, der Hurensohn, der meinen Bruder getötet hat. Jana, meine liebreizende Enkelin. So, jetzt kennt ihr euch. Ah, ohne Jana hätte ich es übrigens nicht geschafft, die Uhr zu reparieren. Danke nochmal. Wie hast du es geschafft? Sie war nicht kaputt. Sie kann ja nicht kaputt gehen. Das weiß man erst, wenn man die Wesen versteht. Ich erinnerte mich und bin aus der Linearität einfach ausgetreten. Siehst du, Jana? Das sind die Männer aus meiner Zeit. Dieser Mann versteht noch Magie. Ja, genug geredet. Jetzt zum Grande Finale, wenn man es überhaupt so nennen kann. Wenn es sich für alle Zeit wiederholt. Es kann nicht dein Ernst sein. John, das hier ist für dich. Das reicht. Du wirst doch nicht deinen Ur... Bitte gehen. Der Dolch. Das wird schon. Wir sind wieder zu Hause. Beenden wir es. Ein für alle Mal. Jetzt. In dieser Zeit. Das war eine lange Reise, Jack. Und wenn ich eins dabei gelernt habe, dann, dass Zeit kostbar ist. Egal, ob wir sie verstehen oder nicht. Ob sie eine Illusion ist oder nicht. Wir haben nur dieses eine Leben und das, mein alter Freund, möchte ich dir nicht nehmen. Oh, Johnny. Ich wusste gar nicht, dass du eine poetische Ader hast. Hätte ich das früher bemerkt, dann hätten wir uns schon viel früher hier getroffen zum Plaudern. Spotte so viel du willst. Das hier ist mein Friedensangebot. Unter einer Bedingung. Gib mir meine Taschenuhr zurück. Deine Taschen. Es war nie deine Taschen.
Auch nicht die deines Vaters. Dein Vater hat sie meinem Vater gestohlen. Das wusste ich nicht. Das hilft uns auch nicht. Denn für Frieden ist es Jahrhunderte zu spät. Es ist nie zu spät. Es gibt 2 Sorten von Männern. Die, die reden und aus Angst nicht aufhören können, und die mit geladenem Revolver. In deinen letzten Lebensminuten sei keine Enttäuschung. Bitte lass mich am Leben. Bitte. Bitte lass mich am Leben. Paradox. Pete! Nein, 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 nein. Wir gehen einfach in der Zeit zurück. Ich weiß nicht, wie das geht. Alles wird gut. Keine Zeit der Welt kann ihn zurückbringen. Lass ihn endlich gehen.
Mach's gut, kleiner Bruder. Es war die richtige Entscheidung, John. Warum hast du mir geholfen? Die Menschen sind nicht bereit für das Chaos der Zeitlosigkeit. Jack ist verrückt daran geworden. Und dich hätte beinahe dasselbe Schicksal ereilt.